Hallo und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, das wird klein und dauert nicht so lange, wie ihr mein KI-Paket installieren könnt, wenn ihr das denn möchtet. Denn ich sage es gleich von vornherein, es ist nicht ganz so einfach und es ist auch nicht fertig. Denn ich habe keine 16 fertigen, eigenentwickelte KIs, wie jetzt ein Nevikov oder ein Crusader Pilaf, denn ich habe nur 8. Beziehungsweise jetzt in dem Standpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wie ihr das hier jetzt runterladen könnt, mit dem Link in der Videobeschreibung, nur 7. Denn ich habe mich dazu entschieden, den Nordian rauszunehmen, weil der mir nicht mehr so gut gefallen hat und ich den ja einfach nicht mehr so spannend finde wie von Anfang an. Deswegen habe ich mich da jetzt dazu entschieden, den Nordian rauszunehmen. Und ja, ihr könnt dann, entweder nehme ich den dann später nochmal rein oder ich ändere den um oder komplett neu oder wie auch immer. Auf jeden Fall jetzt erstmal 7 KIs zum Start. Ne? Zumindest für die Leute, die das halt unbedingt haben wollen, das Paket. Denn ich denke, ihr wisst alle, was ich damit meine. Die ganzen Sachen hier sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Ihr kommt auf jeden Fall mit dem Link hier auf diesen Google Drive Server bzw. auf die Seite davon und dann findet ihr hier einzeln geordnet die ganzen Ordner quasi, zum Beispiel hier Arnhild, die 3 AIVs oder König Ludwig, da sind es 8 AIVs, also es sind überall unterschiedlich viele Bogen dann drin. Nordian, wie gesagt, nix. Und genau, ja, dann erzähle ich jetzt euch einfach mal, wie ihr das denn so machen sollt, damit das auch hoffentlich alles funktioniert. Ich hoffe, es passt dann auch alles, weil sonst ist es ein bisschen doof, ne? Ja, also ihr geht erstmal hier oben auf dem Pfeil, dann könnt ihr das hier runterladen, dann komprimiert euer Computer diese Datei hier, das wird dann hier unten angezeigt und das dauert ein Stück, also nicht da irgendwie euch wundern, dass das hier ewig dauert, aber es dauert auf jeden Fall ein Stück und dann lädt der hier oben diese Datei runter. Das ist dann eine ZIP-Datei und wenn ihr das dann fertig habt, dann findet ihr die Datei hier in den Downloads, zumindest ist es bei mir so. Müsst ihr dann mal gucken, wo er das dann hinschmeißt. Auf jeden Fall standardmäßig ist, denke ich, hier der Downloads-Ordner aufgemacht. Dann macht ihr euch am besten eine Kopie von eurem Spiel, von den ganzen Verzeichnis quasi. Also ich habe das jetzt hier einfach mal Stronghold Extreme Test genannt für die Aufnahme einfach mal. Das ist jetzt das Originalspiel, also so wie es auch installiert werden würde, von Steam zum Beispiel. Und da müsst ihr dann quasi einfach nur das ganze Zeug halt quasi reinkopieren. Legt euch das quasi so ein bisschen nebeneinander auf euren Desktop und dann könnt ihr eigentlich schon losgehen und das zu kopieren. Dann geht ihr quasi hier, habt ihr halt dann nochmal diesen Überordner und dann sind halt hier die einzelnen Ordner drin und da würde ich euch empfehlen, kopiert als erstes diesen UCP-Patch 2.15b. Das ist jetzt quasi die aktuellste Version, die ich zumindest auf meinem PC habe. Kann natürlich sein, dass irgendwann mal der UCP 3.0 online geht oder ja, ist wahrscheinlich auch schon online, aber da sind meine KIs nicht angepasst, deswegen UCP 2.15b oder 1.5b. Dann kopiert ihr euch das quasi einfach hier rüber. Dann dauert es ein Stück, weil das insgesamt ein paar Dateien sind. Das könnt ihr eigentlich alles ersetzen und dann habt ihr quasi auf eurem Verzeichnis schon mal hier diesen UCP drin. So, und dann müsste das quasi dann so hier aussehen, also dass hier ihr die ersten oder die 7 KIs drauf habt und diesen UCP AI Patch. Das ist ja der normale. Ich habe zwar immer mit den Crusader Vanilla KIs gespielt, aber die kann ich natürlich nicht nochmal freigeben, weil die sind ja vom Crusader Pilaf gesichert oder ja, gehören halt ihm einfach, ne? Deswegen einfach hier den UCP-Patch von den normalen KIs halt reinladen. Und da habe ich halt reingeladen, damit ihr da überhaupt spielen könnt. Und wenn ihr da meint, okay, nee, ich will lieber da mit den Crusader Pilaf KIs spielen,
mit den AICs, dann könnt ihr ja euch hier nochmal so eine andere AIC reinladen. Aber das ist ja an sich erstmal gar nicht wichtig, was halt meine KIs betrifft, weil Hauptsache es sieht so aus, wie ihr es jetzt hier quasi sieht. So, dann geht ihr wieder zurück, dann habt ihr hier gleich Troops, da könnt ihr quasi dann auf den heruntergeladenen Ordner dann diese Troops anklicken. Da geht ihr dann einfach mit Starttruppen drauf. Die könnt ihr dann einfach rüber kopieren. Da habt ihr das schon mal. Und ansonsten habe ich ja nichts anderes eingestellt. AIVs kommen dann später und das war's an sich erstmal. So, dann geht ihr quasi hier auf die AIVs. Das ist jetzt quasi das Aufwendigste, sage ich jetzt mal, weil ihr müsst halt alle einzeln rüber kopieren und euch die Stellen halt raussuchen. Und da das ja nicht volle 8 KIs sind, volle 8 Bogen sind, macht ihr quasi einfach die 3. Merkt euch die, also das ist ja dann meistens so hervorgehoben und dann kopiert ihr einfach die, oder dann markiert ihr einfach die 4 bis 8 und löscht die raus. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig, weil dann hat die KI nur die ersten 3 Burgen zur Verfügung und kann die auch nur bauen. Und so müsst ihr dann quasi alle anderen rüberziehen. Bodo hat jetzt nur die eine, also Sheriff 1. Deswegen markiert ihr dann wieder hier Sheriff 2 bis 8 und drückt einfach entfernen und dann ist die auch raus. Das macht ihr dann quasi mit jeder KI. Also Nizar ist Falke, könnt ihr einfach rüber kopieren, 6 bis 8 nehmen und rauslöschen. So, dann stehen nämlich nur 1 bis 5 drin und dann und so weiter und so fort. Ich mache es jetzt noch einmal beim König Ludwig, das ist ja hier der Friedrich und da müsst ihr dann quasi nichts machen, weil ja alle 8 Bogen vorhanden sind oder umgebaut sind, sodass ihr da hier nichts irgendwie was rauslöschen müsst. Genauso ist es dann auch, nee, bei Chiara ist es nicht, aber bei Safar habt ihr nochmal 8 Bogen und bei den anderen dann jeweils weniger, beziehungsweise bei Nordian halt gar keine, weil ich den ja rausgenommen habe. So, wenn ihr das dann alles so gemacht habt, dann könnt ihr weiter auf Binks gehen. Da geht ihr dann auch wieder hier mit, bei Arnhild zum Beispiel, geht ihr dann einfach auf Kopieren oder Steuerung C und Steuerung V oder macht es halt so mit der Maus und kopiert euch den ganzen Bums halt wieder rüber. Ich mache jetzt nochmal den Friedrich, kopieren und einfügen. So, habt ihr dann alles rüber kopiert und da müsst ihr auch nichts löschen, denn da müsste eigentlich von jeder KI die Bing halt umgeändert sein. Geht ihr hier wieder zurück, sodass ihr auf dieser Hauptübersicht drauf seid, dann könnt ihr hier diese CR-Datei runterladen oder rüberziehen. Da habe ich nochmal das Textdokument reingeladen. Das können dann die Leute sich runterladen oder nochmal angucken, die da irgendwas umändern würden wollen. Aber ihr müsst es quasi einfach nur hier rüber kopieren. Also eigentlich steht hier ja CR und dann CR. Macht davon am besten auch nochmal eine Kopie von der Vanilla-Datei hier. Dann habt ihr die ganzen Vanilla-Namen und Sprüche und alles so und Texte halt alles nochmal kopiert und gesichert und verliert da jetzt nicht irgendwie wertvolle Informationen oder halt, wie man es halt auch nennen möchte, Dateien, wie auch immer. So, dann geht ihr quasi wieder zu, das war 1 zu weit, zurück. Dann kommt als nächstes die GM-Bilder, das sind quasi die Profilbilder, die ihr dann in der Vorschau seht. Und da kopiert ihr einfach dieses Interface Icons 2 GM1 hier rüber. Da gibt es auch nur eine einzige Datei, die ihr da ersetzen müsst. Und dann seid ihr da auch schon fertig. Speech ist dann nochmal ein bisschen mehr. Da ist es jetzt auch zum Beispiel so, da müsst ihr dann auf FX und Speech gehen. Und da macht ihr dann alles
Also Steuerung A, Steuerung C und dann hier drüben Steuerung V. Nicht wundern, ich habe die ganzen Vanilla-Sprüche auch mit drüber kopiert. Also es sind jetzt zum Beispiel nur die Wict-Sachen umgemodelt. Also hier, wenn halt Arnhild sagt, dass sie gewonnen hat oder wenn sie verloren hat oder wenn sie sich bedroht fühlt oder so. Bei manchen KIs habe ich sogar auch noch hier dieses Add Player reingenommen. Das ist nicht bei allen KIs und da ist wirklich das größte Manko bei meinen KIs, denn die ganzen Sprüche sind halt nicht alle geändert worden. Deswegen habe ich auch nicht hier jedes einzelne, was ich geändert hatte, rüber kopiert, sondern habe halt den ganzen Part von Vasir genommen, hochgeladen in diesen Google Drive und ihr müsst einfach nur Steuerung A, Steuerung C und Steuerung V dann drücken zum Kopieren, damit ihr dann quasi die ganzen umgeänderten Nachrichten habt und auch die Vanilla-Nachrichten, ne? Ja, das ist ein bisschen umständlich und klar, man hätte da auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr machen können, aber ich brauchte das nur so, weil ich habe ja nur KI-Kämpfe gemacht und ich habe nie gegen die KIs wirklich selber gespielt. Deswegen war das für mich jetzt nicht unbedingt wichtig, dass ich jetzt die ganzen restlichen Sprüche hatte. Das wollte ich halt eigentlich noch machen in der nahen Zukunft, weil ich ja eigentlich auch noch die Sachen machen wollte, dass halt das professionelle Sprecher einsprechen. Aber ja, das ist halt dann alles nicht geworden. So, die Generalmessage könnt ihr auch einfach kopieren und hier drüben einfügen. Das ist das hier, wo das dann sagt, quasi eine Nachricht von dem König Ludwig oder eine Nachricht von Königin Chiara. Das müsste eigentlich auch alles so passen. Und falls es da irgendwelche Probleme gibt, falls es überhaupt irgendwelche Probleme gibt beim Runterladen, dann schreibt mir das gerne. Ich muss dazu aber sagen, ich werde nicht mehr so schnell darauf antworten können, weil ich ja wie gesagt dann woanders bin und nicht mehr so häufig Zeit habe dafür. Aber ich versuche das natürlich dann zu ändern, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Und ja, genau. Na, wenn ihr dann quasi damit fertig seid, dann könnt ihr das dann alles auch schließen. Ich nehme jetzt bloß nochmal den Friedrich hier rein und kopiere das natürlich auch. Dann habt ihr... Hallo, ich hätte gerne das hier. Jetzt hat es kopiert. Da habe ich aus Versehen nochmal dieses General-Message-Ding rüber kopiert, aber gut, so ist es nun mal. Wenn ihr damit fertig seid, also natürlich müsst ihr dann alle machen, ne? Ich habe jetzt bloß nicht alle gemacht, weil ich ja damit nicht mehr groß zu tun haben werde. Wenn ihr dann damit fertig seid, müsste, wenn alles gut geklappt hat, das soweit fertig sein. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich teste das jetzt hier mal ganz kurz aus und gucke, ob es funktioniert. Und wenn ja, dann gebe ich euch da gleich mal ein Feedback. So, dann startet ihr quasi die GUI hier. Da ist auch eigentlich alles vorgewählt. Bei Sonstiges müsst ihr natürlich hier den Haken bei Zuschauermodus rausmachen, wenn ihr mit den KIs spielen wollt. Beachtet aber bitte dabei, wenn ihr mit den KIs spielt oder gegen diese spielt, sind natürlich auch die Vanilla-Sprüche noch dabei, ne? Also dieses, was halt der Spieler nur bekommt. Wenn ihr nur zuschauen möchtet und die gegen eure KIs oder gegen irgendwelche anderen KIs spielen lassen wollt, dann macht ihr einfach den Haken rein, dann passt es auch alles mit den ganzen Sprüchen. Weil ich, wie gesagt, die ganzen Sachen nicht gebraucht hatte. Ne? So ist das Ding. Und jetzt seht ihr zum Beispiel auch hier die ganzen einzelnen KIs und da könnt ihr dann auch, wenn ihr andere KIs hier drin habt oder andere AICs drin habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel Gottfried anklicken, dann drückt ihr Steuerung, klickt dann eine andere KI an und dann auf UCP AI Patch
Und da müsste dann hier dieses Zeichen kommen, dass der Abt quasi ignoriert wird. Aber zuerst immer die KI oder die AIC anklicken, mit der ihr auch spielen wollt. Wenn ihr natürlich mit allen spielen wollt, dann macht ihr einfach überall den ganzen Haken rein. Ich mache da immer gleich Steuerung gedrückt. Dann kann ich es nicht vergessen. Und dann steht es hier so da. Ja, dann werden halt alle ignoriert. So, bevor ihr natürlich dann hier diese ganzen Häkchen setzen könnt, müsst ihr natürlich diesen UCP-Patch noch euer Spiel zuordnen. Das ist bei mir quasi hier dieses Stronghold Extreme Test-Version. Da reicht es auch völlig. Und dann könnt ihr quasi hier das installieren. Ich nehme jetzt einfach mal den König Ludwig mit rein und den UCP AI Patch. Installiert ihr das quasi und dann öffnet ihr das Spiel. Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste erwartet euch. Wählt euren Gegner. Dann seht ihr das mit meiner Version so, wie ihr es auch bei mir gerade seht. Wundert euch nicht. Ich hatte immer bisher den Nordian mit der Schlange ersetzt. Er müsste natürlich hier beim Marschall sitzen. Ich habe den jetzt rausgenommen. In dem Falle könnt ihr erstmal nicht mit der Schlange spielen, falls ihr das denn möchtet. Könnt jetzt aber, sage ich jetzt mal, Ich werde für mein Volk bis zum Ende kämpfen. mit Ludwig spielen. Ihr könnt mit Gottfried spielen. Da ist zum Beispiel jetzt auch dieses Add-Player nicht vorhanden. Und dann nehme ich jetzt noch einfach mal den Richard und den Wolf. Dann sucht ihr euch hier eine Karte raus. Natürlich, die Karten könnt ihr euch am besten auch selbst runterladen. Das sind jetzt bloß meine Karten, die ich habe. Tut ihr das hier in ein Team. Und dann startet ihr hier den ganzen Bums. Und hier unten ist der Wolf, hier der Richard. Hier oben ist der Ludwig, er baut die Burg. Und beim Gottfried baut er die falsche Burg, weil ich natürlich die AIVs nicht rübergezogen habe. Aber wenn ihr natürlich dann alles richtig gemacht habt, dann seht ihr das so wie hier beim König Ludwig, dass er die richtige Burg baut und somit, ja, funktioniert quasi. Dann würde ich erstmal sagen, dass das mit diesem, ja, doch 20-minütigen Video dann erstmal war. Ich weiß, es ist nicht alles perfekt und es ist auch nahezu gar nicht perfekt, das Paket. Weiß ich alles, ne? Und mir ist klar, es gibt hier auch, wie beim Nordian und Marschall Schlange, hier diese Problematik, gibt es halt noch einfach so ein paar Dinge, die hätte ich noch machen können, aber ich mache sie nicht mehr. Na, da muss ich einfach sagen, es tut mir dann wirklich leid, dass ihr dann das nicht machen könnt. Ich hätte es vielleicht irgendwann mal gemacht, wenn das Paket wirklich zu 100% fertig wäre. Aber das ist es nicht und das wird auch in den nächsten 11 Monaten nicht passieren. Ich werde eventuell mal hier und da noch ein paar Sachen ändern. Vorzugsweise die Problematik mit Nordian und der Schlange, damit es einfach die Richtigkeit hat. Da werde ich euch dann aber eventuell so ein Community-Post schicken. Und ja, ansonsten ist das Paket eigentlich nur was, die unbedingt mit den KIs halt spielen wollen, die unbedingt die KIs haben wollen. Ansonsten, ja, für alle anderen, die halt dieses Rundum-Paket möchten, wo halt alles aufs kleinste Detail halt passt, für die ist das Paket halt eher weniger geeignet. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber ja, das ist halt nun mal so. Es wird jetzt in den kommenden Tagen, also nach dem Video und danach gibt es noch ein letztes abschließendes Video von mir. Danach höre ich endgültig auf mit YouTube und ja, je nachdem, was halt dann die Zeit bringt, werde ich dann eventuell neu anfangen oder weitermachen, wo ich halt aufgehört habe. Aber ja,
Genau. Was will ich jetzt noch abschließend dazu sagen? Bitte bedenkt wirklich, dass das Paket nicht fertig ist, ne? Also nicht, dass ihr dann euch das runterladet und mit falschen Hoffnungen da irgendwie rangeht oder so. Das wäre ein bisschen schade, wenn ich euch da enttäuschen werde. Und das ist halt einfach nicht mein Ziel. Deswegen, ja, bedenkt bitte, es ist nicht fertig, es ist unvollständig und es fehlen noch sehr viele Sachen. Und wenn ihr da aber trotzdem dagegen spielen wollt und ich sag jetzt mal einfach ohne Ton spielt, dann ladet euch das gerne runter, denn es sind in die KIs echt viel Hirnschmalz reingeflossen und ja, genau. Und das jetzt nur mal abschließend so ein bisschen gesagt. Dann, liebe Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen, danke für eure tolle Unterstützung innerhalb der letzten, ich glaube 2 Jahre. Habe ich jetzt meinen Kanal laufen. Das sage ich alles nochmal im allerletzten Video. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt eine wunderbare Osterzeit. Und dann, ja, sehen wir und hören wir uns eventuell irgendwann mal wieder. Tschüssi.